Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute gibt es nochmal ein Messervideo bzw. den Teil 2 vom Opinel. Das habe ich beschlossen, weil das Messer so für mich noch nicht zu gebrauchen ist. Ich hatte unter dem letzten Video viele Kommentare, auch von Selfmade. Vielen Dank Selfmade und Tipps zu diesem Opinel, und ich habe mich jetzt auch nochmal belesen. In der Zwischenzeit habe ich das Messer auch ausprobiert, weil der Selfmade hatte mir gesagt, man könne den ganzen Griff auch frittieren in Öl. Das heißt, das wird dann wasserabweisender, und das ist auch wirklich wichtig, weil ich habe gemerkt, der Klingenschutz, den ich das letzte Mal gemacht habe mit dem Essig, der funktioniert. Also ich habe Säuren, Zitrone geschnitten, Tomate geschnitten, das ist alles wunderbar. Aber bei dem saftigen Gemüse läuft wirklich hier an der Klinge, läuft der Saft runter und geht genau hier in diesen Knick. Und das Holz quillt auf und das Messer fängt an zu klemmen. Und das gefällt mir natürlich so nicht. Und das zweite, was mir in der Praxis aufgefallen ist, ist hier hinten dieser Huckel. Wenn man das in der Hand hat, der drückt. Das gefällt mir auch nicht. Und ja, ich habe mich dann natürlich, wie ihr mich kennt, damit beschäftigt und will jetzt das Messer nochmal weiter modifizieren. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten, und deswegen diesen zweiten Teil. Welche Modifikationen ich genau machen möchte, das zeige ich euch jetzt mal an meinem Messer. Für alle, die den ersten Teil nicht gesehen haben, da habe ich ja die Klinge hier bearbeitet gegen Oxidation und Rosten und dieses Muster hier aufgetragen. Das funktioniert soweit auch, das ist alles schön geworden. Und das Problem ist jetzt halt hier der Griff. Also ich zeige euch heute im Video praktisch, wie man den Virolock hier gut abbekommt mit einem Trick. Dann will ich hier oben diese Ecke, ich weiß nicht, ob man es sieht, ja, doch hier, die Ecke da oben, die drückt in der Hand, die möchte ich gerne abrunden, nach unten, das möchte ich gerne weghaben. Ja, und dabei geht natürlich auch der Lack weg, das ist aber nicht so schlimm, weil diese Lackschicht soll eh nicht so berauschend sein, habe ich in diversen Videos auch schon gesehen jetzt. Und zwar atmet das Holz dadurch nicht, das heißt, wenn hier mal Feuchtigkeit reinzieht, wird die Feuchtigkeit im Holz gefangen und der Lack, der platzt eh ab. Und viele gehen eben her und ölen dann das Messer, das Holz. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ihr häufig nachölen müsst, weil das Öl, das zieht ein, das zieht ins Messer und die Oberfläche wird relativ schnell wieder trocken. Deswegen will ich das mit so einem Bienenwachs machen. Ich will das Messer also mit Bienenwachs einreiben, imprägnieren. Ja, und das andere Problem, was wir natürlich haben, ist hier vorne praktisch diese Geschichte mit der Feuchtigkeit, die hier reinzieht. Ja, es läuft hier die Klinge runter und geht dann hier ins Holz. Und da will ich das ganze Messer mit Wachs praktisch versiegeln, weil ich es ja nicht frittieren oder mit Öl bearbeiten möchte. Und da nehme ich dann Kerzenwachs und lasse das hier richtig vollsaugen, dass dann die Feuchtigkeit da nicht mehr ins Holz kann und das Holz versiegelt ist. Okay, dann fangen wir mal an. Als erstes nehme ich mal den Ring von dem Viroblock-System ab. Als erstes nehmen wir jetzt hier den Viroblock-Ring ab, damit wir die Klinge entfernen können. Dazu muss das Messer in einen Schraubstock gespannt werden. Was ganz wichtig ist hierbei ist, nehmt irgendwas, was schützt. Ich habe mir jetzt hier so eine Schutzbacken gemacht. Da ist so ein Filz drauf geklebt. Ihr könnt aber irgendwas zwischen machen. Ich habe in vielen Videos gesehen, dass das Messer direkt praktisch in den Schraubstock gespannt wurde, und dann habt ihr hier so eine hässlichen Abdrücke im Holz von den Schraubstockbacken. Okay, wie mache ich jetzt hier diesen Ring ab? Also erstmal schließe ich jetzt das Messer, damit ich mich nicht verletze. Dann spannen wir das Messer ein, so dass wir das schön fest haben. Und dann gibt es einen Trick. Man kann hier mit dem Schweizer Messer, besser gesagt genauer mit dem Flaschenöffner, der hat jetzt hier so einen kleinen Haken und der passt genau hier unter den Ring. Und damit kann man unterhaken. So, jetzt drücke ich hier noch ein bisschen. So, dann geht der Ring auf und ich kann es ganz einfach, ups, abgerutscht, so abziehen. Seht ihr, schon ist es ab. Ganz einfach, und der Ring hat auch kaum Kratzer oder Beschädigung. So, jetzt sind wir wahrscheinlich schon an der Niete.
Das nächste, was ich mache, ist, ich feile den Kopf von der Niete ab, dass ich den Stift austreiben kann, damit wir die Klinge aus dem Griff kriegen. Dazu muss ich das Messer nun so einspannen. Das heißt, ich muss es so einklemmen. Ich mache das Messer mal wieder auf. So. Und dann gucken wir, wo die dicke Seite von der Niete ist. Die ist jetzt hier oben. Und dann spanne ich das Messer praktisch so ein, dass ich da schön feilen kann. So, und die Klinge nehme ich deswegen raus, damit das hier nicht auf die Klinge drückt. So, jetzt kann ich anfangen und hier mit einer kleinen Schlüsselfeile zum Beispiel den Nietenkopf abfeilen. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Hier ist unser abgefeilter Stift. Und den, seht ihr das hier? Hier ist noch die Kante. Und den versuche ich jetzt auszutreiben, dass wir den Stift entfernen und die Klinge lösen können. Dazu nehme ich für den Anfang erstmal hier so einen Dorn und einen kleinen Hammer. Und wenn der Stift dann ein bisschen drin ist, suche ich mir irgendwie einen Nagel oder irgendwas anderes, was reinpasst, um das durchzuschlagen. Das Messer lege ich jetzt hier aufs Holz, damit, ja, es dreht sich zwar ein bisschen, aber ich möchte auch nicht, dass es zu stark beschädigt wird. Ich will es jetzt nicht auf Eisen legen. Ja, jetzt kommt's. So, der Dorn ist schon ein Stück raus hier, seht ihr das? Ist eigentlich schon ganz gut. Ich gucke mal, wie weit ich mit meinem Dorn da komme, weil der wird ja auch immer breiter. Mal sehen, gebe ich ihn mal noch ein, bin ich schon am Anschlag? Na, so ein bisschen kann ich noch. Okay. Gut. Er guckt jetzt hier hinten schon so weit raus. Könnte auch sein, dass ich das sogar mit der Zange rausbekomme. Nehmen wir mal eine, schauen wir mal. Nicht zu doll ziehen, dass es dann federt. Ich drehe es lieber. Da ist der Stift. Super. Das hat ja schon mal super geklappt. Jetzt ziehe ich mal hier ein bisschen die Klinge ab. So, die kommt raus. Super, hier haben wir unsere Klinge. Ja, und jetzt kann man hier noch die restliche Hülse abmachen. So, und schon haben wir unseren Griff hier freigelegt und können den jetzt wunderbar bearbeiten. Ja, jetzt können wir den Griff bearbeiten. Ich werde hier hinten die Rundung mit einer Feile machen, erst grob und dann zum Schluss werde ich alles abschleifen, auch hier vorne den Teil abschleifen, auch dazwischen noch schleifen, damit richtig das Wachs vorne reinziehen kann. Ja, und zum Schluss werde ich das Ganze dann behandeln. Okay, dann legen wir mal los. Jetzt mache ich erstmal hinten den Buckel da weg. So, ich habe das Messer jetzt hier so ein bisschen schräg eingespannt, dass ich hier oben schön mit der Feile arbeiten kann und werde jetzt hier die Ecke abrunden. Es rutscht ein bisschen weg, aber da kann man mit dem Finger ja gegenhalten. So, jetzt habe ich das mit der Feile hier soweit bearbeitet. Jetzt haben wir hier eine schöne Rundung. Und ich mache jetzt erstmal die ganzen Pfeilarbeiten, weil ich möchte mir jetzt hier vorne noch für den Finger auch noch so eine Griffmulde reinmachen, damit das Messer besser in der Hand liegt. Dazu nehme ich jetzt die Klinge
und stecke die hier wieder so rein. Und zwar so, dass das eine Flucht hier wird mit der Vernietung, dass das wieder stimmt. Seht das? Und dann habe ich ja hier das Opinel-Zeichen. Und genau in der Mitte von dem Opinel-Zeichen, damit man es nachher auch sieht, mache ich mir jetzt eine Markierung. Und das ist die Mitte von der Griffmulde. So, jetzt spanne ich das Messer wieder genau hier mit der Markierung nach oben in den Schraubstock. So, ich hoffe, das hält so. Und jetzt nehme ich hier so eine Halbrundpfeile und mache damit so einen halbrunden Einkerbung für den Finger. Nach der Vorarbeit mit der kleineren Rundpfeile habe ich jetzt hier mit einer größeren nochmal die Nut ein bisschen flacher gemacht, dass es eine richtig schöne Griffmulde gibt. So sieht das Ganze aus, so lasse ich es jetzt. So sieht das Messer jetzt aus. Hier ist unsere Griffmulde, hier hinten ist es jetzt schon mal abgerundet. Ich habe lieber noch ein bisschen mehr stehen lassen, weil jetzt mache ich mit Schmirgelpapier sowieso erstmal den ganzen Lack überall ab und dann den Rest mache ich dann schön so aus der Hand, dass es rund wird mit dem Schmirgelpapier und dann habe ich praktisch einen Arbeitsgang nach dem Pfeil. Okay, dann nehme ich mir jetzt hier 60er Schmirgelpapier, mal gucken, ob das grob genug ist und schleife den ganzen Griff mal schön ab. So, jetzt habe ich fast eine Stunde geschliffen, bin immer feiner geworden. Also ich habe mit 60er Schleifpapier angefangen, dann habe ich 120er genommen und dann bis auf 240 war das feinste, was ich hatte. Ja, und das Endresultat sieht jetzt so aus. Ja, so sieht der Griff jetzt aus. Hier vorne ist diese Fingermulde, die habe ich da reingeschliffen. Hier das Stück habe ich auch noch ein bisschen tiefer gemacht, damit man die Klinge besser greifen kann. Und hier hinten seht ihr schon das abgerundete Stück hier, da liegt das richtig schön in der Hand. Das Holz ist jetzt soweit geschliffen. Jetzt geht es daran, hier vorne den Teil wasserfest zu machen, da wo die Klinge drin sitzt. Das will ich jetzt in heißen Wachs richtig tauchen und einziehen lassen, dass sich der vordere Teil von dem Holz richtig versiegelt. Dazu benutze ich hier so eine leere Aluminiumdose. Da kommt dann das Wachs rein. Ich habe hier noch so eine Reste, die habe ich gesammelt, Kerzenreste. Ja, und das ganze Ding kommt hier auf den Ständer von dem Notkocher und dann stelle ich das Teelicht drunter und schmelze das ein. Wie anfangs schon erwähnt, ich habe ja früher Holz mit heißem Öl auch imprägniert.
aber es trocknet immer wieder aus. Ihr müsst viel nachölen und das ist für mich hier bei dem Messer keine Option. Also ich mache das diesmal mit Wachs. Wachs hält länger, das zieht sich auch richtig ins Holz, ist ja ölig flüssig, wenn es heiß ist. Und das schützt auf jeden Fall das Holz länger. So, das Wachs ist jetzt geschmolzen. Und jetzt setze ich einfach mal den Griff da rein und gucke mal, ob der hier irgendwie stehen bleibt. Cool. Vielleicht am Rand. Oh, fast. Ja, super. Gut, dann kann sich jetzt der Griff mit dem Wachs vollziehen. Ich habe jetzt das Teelicht noch so positioniert, dass es direkt unter der Stelle ist, wo das Messer steht, dass da auch wirklich die heißeste Stelle ist und das Wachs schön in das Holz einziehen kann. Wie man sieht, kommen da auch Luftblasen raus. Das heißt, das Holz drückt die Luft jetzt raus und das Wachs füllt sich in den Fasern. So, ich habe das Ganze jetzt mal so circa eine halbe Stunde da einwirken lassen, dass das Wachs auch richtig schön ins Holz zieht. Und jetzt holen wir den Griff mal raus und dann wische ich das Ganze noch mit ein bisschen Küchenroller ab und dann schauen wir mal, ob das schön versiegelt ist. Also Blasen kommen keine mehr. Ich denke, jetzt hat sich das Holz richtig vollgesogen. Dann nehme ich mir mal hier so ein Stück Küchenrolle. So. Und dann holen wir den Griff mal raus. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, super. Hier noch die Ecken ein bisschen abwischen. So, da seht ihr das. Also es ist schon bis hier hochgezogen. Ich denke, das reicht. Dann ist das Stück hier vorne jetzt richtig schön mit Wachs imprägniert. Dann mache ich das Wachs mal aus. Nach vorne hier. So, gut. Das kann wieder weg. Ja, so sieht das Messer jetzt aus. Wie ihr seht, hier vorne ist es viel, viel dunkler, wo es im Wachs war. Das heißt also, das Wachs hat sich in das Holz reingezogen. Das Holz ist jetzt gegen Feuchtigkeit geschützt, auch wenn die Klinge was runterläuft. Ja, und das nächste, was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich noch das Messer wachsen und wieder die Klinge montieren. Um den Griff zu imprägnieren, nehme ich hier so ein Holzwachs, so ein aus Bienenwachs, ein Antikwachs für Möbel. Und das reibe ich dann mit einem Tuch schön in das Messer ein, arbeite das ein. Das muss man auch mehrfach wiederholen. Ich mache jetzt mal die erste Schicht, dass das Holz geschützt ist. Und dann werde ich das Messer wieder zusammenbauen. So sieht das Wachs aus. Und dann nimmt man hier so ein Tuch, macht sich was auf das Tuch und arbeitet das Wachs hier ein. Ich mache jetzt hier extra noch dick in die Rille. Warum, werdet ihr gleich sehen. Ich spachtel das hier richtig rein. Ich möchte nämlich, dass so viel wie möglich von dem Wachs auch ins Holz geht. So. Das verschmiere ich jetzt noch mal hier. Das ist so ein alter Kabelbinder. Und das schmiere ich jetzt hier richtig rein, dass das innen drin möglichst noch geschützt ist, wenn die feuchte Klinge da reingeht. Noch ein bisschen mehr hier. Schwupp. Ja. So. Und den Rest vom Holz wachsen wir so ein. Wie ihr seht, kommt schon so richtig schön die Holzfarbe und die Maserung hier raus. Arbeitet sich aus. Nochmal hier im Schlitz
von der Klinge. So. Und das muss man jetzt richtig schön einreiben und einbalsamieren. Vorne über den Bogen gehe ich trotzdem noch. So. Wie ihr seht, kriegt das Holz eine richtig schöne Maserung und wird auch etwas dunkler. Nachher glänzt es richtig seidig matt. Ich nehme das Wachs übrigens jetzt auch neuerdings für meine Zeltheringe und für die Seilspanner, weil die sind auch immer wieder ausgetrocknet und damit das hält einfach länger. Ja, so sieht der Griff jetzt nach dem ersten Wachsen aus. Schöne Holzmaserung hier. Ist wunderbar geworden. Fängt auch schon leicht an, seidig zu glänzen. Es muss ja dann noch poliert werden. Ja, und jetzt können wir eigentlich hergehen und schon mal das Messer wieder zusammenbauen. Dafür kommt jetzt hier diese Kappe wieder drauf. Da müsst ihr dann aufpassen. Dieser Ring hier oder dieser Schlitz, der muss hinten sein, nicht vorne. So, und der muss dann so auf das Messer, weil hier verläuft die Verriegelung. Das sieht man schon. Hier hat so eine Nase drin und die muss dann da einrasten. Und dann muss es ja hier das Messer arretieren. Gut, dann schauen wir mal, ob wir hier mit dem Stift schauen, wo die glatte Fläche ist. Ja, das. So, ob wir den hier wieder reinbringen. Ja, gar nicht so einfach. Ja, da ist er. So, da muss man jetzt mit dem Messer ein bisschen eintreiben. Für die Montage der Klinge habe ich mir einen kleinen Trick ausgedacht. Und zwar geht ja der Originalstift sehr schwer wieder durch das Holzloch rein. Und ihr könnt natürlich dann von der Seite nicht mehr sehen, wo das Loch für die Klinge ist, ob das passt. Und im schlimmsten Falle schlagt ihr dann immer hier drauf und seid gar nicht in dem Loch von der Klinge. Deswegen mache ich das so. Ich habe jetzt von der anderen Seite hier jetzt einen Holzstock. Ihr könnt auch einen Bohrer nehmen, irgendwas, der passte gerade hier, der Stift. Stecke ich das hier durch das Loch auf der Seite und dann kann ich fühlen, bis die Klinge hier praktisch in dem Löchlein ist. Das heißt, auch der Holzstab und die Niete vom Opinel sind jetzt voreinander. Und jetzt kann man das Ganze praktisch einfach durchtreiben. Die Niete drückt dann hier das Stäbchen raus und alles passt. Zum Eintreiben von den Bolzen habe ich jetzt die Schraubstockbacken ein bisschen offen gelassen, habe den Schutz hier auf die andere Seite gedreht. Jetzt kann man hier schön draufhauen. Unten geht das Stäbchen raus und dann ist der Bolzen wieder drin. Gut, legen wir mal los. Gesehen? So, jetzt ist das Messer wieder in seiner alten Position. Um das Vibro-Block-System wieder zu komplettieren, müssen wir jetzt hier wieder diesen Federring aufstecken. Dann geht er einfach hier drüber. So. So, das muss in der Mitte sein, hier für das Messer. Und schiebt das ganze Ding da drauf. Dann schnappt der ein. Und schon haben wir unser Messer wieder zusammen. Offen. Verriegeln. Und einklappen. Verriegeln. So Leute, jetzt ist mein Opinel Nummer 9 endlich so, wie ich es haben wollte. Jetzt habe ich es also komplett umgebaut. Vielen lieben Dank nochmal für die hilfreichen Tipps in den Kommentaren. Was habe ich jetzt an diesem Messer in diesem Video nochmal verändert? Letztes Mal hatte ich ja die Patina gemacht. In diesem Video habe ich jetzt nochmal den Griff abgeschliffen. Ich habe hier vorne die Spitze, wo das Messer einklappt. Das habe ich in Wachs getaucht, das heißt, hier kann keine Feuchtigkeit mehr reinziehen, zum Beispiel beim Gemüseschneiden, irgendwie Tomate oder irgendwas, dass es hier reinzieht und das Messer schwergängig wird oder sich nicht mehr vernünftig bewegen lässt.
Ja, dann habe ich mir hier noch so eine Griffmulde reingefeilt für den Finger, dass es besser in der Hand liegt. Das ist auch sehr schön. Ja, und hier unten diese Krümmung, die habe ich auch noch vertieft, damit man hier die Klinge besser rausnehmen kann. Da muss man nicht immer unbedingt mit dem Nagel da rein. Ja, hinten habe ich es abgerundet. Das heißt, es liegt jetzt hier schön in der Hand. Ich habe nicht immer diesen Knubbel hier oben. Ja, und jetzt ist das Messer für mich wirklich perfekt. Ja, ich hoffe, das war wieder für den einen oder anderen ein interessanter Tipp dabei. Ich würde mich dann an dieser Stelle von euch verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Tschüss, ciao.